Die Doppelbesteuerung der Renten soll vermieden werden, aber den Rentnern droht eine böse Überraschung. Ja, das Thema Doppelbesteuerung der Renten ist seit langer Zeit ein heiß diskutiertes Thema und darum geht es auch in dem heutigen Video. Ich habe euch einen ganz konkreten Fall aus der Praxis mitgebracht, also ganz konkret mal eine Seite von einem ganz aktuellen Steuerbescheid und erkläre euch das hier in diesem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gern die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und wenn dir das Video gefallen hat, gebe gerne einen Daumen nach oben. Nun schauen wir uns das mit der Doppelbesteuerung der Renten an. Dass die Rentenbeiträge ab 2023 in voller Höhe steuerlich absetzbar sind, darüber habe ich bereits in einem vorigen Video berichtet und auch darüber, dass die 100%ige Besteuerung der Renten um 20 Jahre in die Zukunft, nämlich in das Jahr 2060 verschoben wird. Also diese Umsetzung des Koalitionsvertrages, diese 100%ige Absetzbarkeit der Rentenversicherungsbeiträge betrifft hauptsächlich die künftigen Rentner. Denen wird auf der einen Seite jetzt was gegeben, sie können von dem Steuervorteil profitieren, aber was man ihnen heute gibt, wird ihnen morgen genommen. Bei dem ohnehin schon niedrigen Rentenniveau wird es sie dann später sehr hart treffen, wenn sie von dem bisschen Rente auch noch Steuern zahlen müssen. Aber wie sieht es nun bei den jetzigen Rentnern aus? Wird die Rente wirklich doppelt besteuert? Das schauen wir uns mal an. Ich zeige das heute anhand eines ganz aktuellen Steuerbescheides, damit ihr das ja nachvollziehen könnt oder auch nicht. Es ist wirklich ein schwieriges Deutsch. Ich zeige gleich Auszüge aus dem Steuerbescheid, der ist aktuell von Dezember 2021. Ja, viele Rentner zahlen ja heutzutage schon Steuern und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Und die meisten Rentner sind der Meinung, dass ihre Renten doppelt besteuert werden. Das schauen wir uns einmal an, anhand der Definition Doppelbesteuerung. Also eine Doppelbesteuerung, in der Fachsprache ist das auch die Zweifachbesteuerung, liegt vor, wenn die aus bereits versteuerten Einkommen gezahlten Versicherungsbeiträge höher waren als der steuerfreie Teil der Rentenzahlungen. Oder anders ausgedrückt, der steuerfreie Anteil der Rente ist bei Rentenbeginn über die statistische Lebensdauer gesehen niedriger als die aus versteuerten Einkommen gezahlten Beiträge. Ich habe das jetzt mal anhand meiner eigenen Rente als Beispiel rausgesucht. Also ich persönlich habe einen steuerfreien Teil der Rente von 2.750 € im Jahr. Meine eingezahlten Beiträge, also wirklich die nur von mir eingezahlten Beiträge, betragen 28.451 €. Also es zählen nur die von mir eingezahlten Beiträge. Es wurden natürlich auch vom Arbeitgeber Beiträge eingezahlt oder auch von der Krankenkasse, vom Arbeitsamt, von anderen Sozialträgern. Die werden nicht berücksichtigt. Also nur das, was ich selber aus meinem versteuerten Einkommen bezahlt habe. Wenn ich mir das jetzt durchrechne, den steuerpflichtigen Teil und meine eingezahlten Beiträge, dann sind nach 10 Jahren und 4 Monaten meine eingezahlten Beiträge verbraucht. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich bei Renteneintritt, ja, wer weiß das aber schon 100%ig weiß, meine voraussichtliche Lebenserwartung beträgt nur 5 Jahre, dann hätte ich 5 Jahre und 4 Monate zu viel eingezahlt. Dann wäre eine doppelte Besteuerung der Rente vorhanden. Aber es heißt ja per Definition die voraussichtlich statistische Lebenserwartung. Also es ist schon ja ein bisschen schwierig, wie man das überhaupt nachweisen soll. Also jedenfalls ist das so, dass bei mir, wie gesagt, nach 10,4 Jahren oder 10 Jahren und 4 Monaten meine eingezahlten Rentenbeiträge verbraucht sind. Ich gehe aber davon aus, dass ich mindestens 20 Jahre Rente beziehe. Also ist das Thema Doppelbesteuerung für mich persönlich erledigt. Der Bund der Steuerzahler, der hat schon lange gefordert, dass in den Steuerbescheiden eben hinsichtlich der Besteuerung
der Renten die Bescheide vorläufig ergehen. Der Forderung des Bund der Steuerzahlers wurde schon bereits 2021 entsprochen und der BfH, also der Bundesfinanzhof, hat festgestellt, dass die Berechnungen der Finanzverwaltung unrichtig sind, sobald es um die Doppelbesteuerung geht. Und hier muss schnellstens nachgebessert werden und eine richtige Berechnung laut Forderung des Bundesfinanzhofes erfolgen. Also automatisch wird jetzt jeder Vorläufigkeitsvermerk in den Steuerbescheiden berücksichtigt. Das betrifft alle Steuerbescheide ab dem Veranlagungsjahr 2005 und erfolgt so lange, bis die Verfassungsmäßigkeit der Steuerberechnung geprüft wurde. Ja, wie lange das nun dauert, das weiß keiner. Das ist für die Rentner erstmal eine gute Nachricht. Also es muss keiner einen Einspruch einlegen, weil von Amts wegen dann die positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt wird. Das ist ja dem Bund der Steuerzahler zu verdanken. Aber, und jetzt kommt der Hammer, jeder muss selber nachweisen, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt. Das bedeutet, dass die Unterlagen natürlich aufbewahrt wurden und sie müssen dann vorgelegt werden, um den Nachweis zu erbringen. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier einen Auszug aus einem Steuerbescheid von Dezember 2021. Also das ist jetzt hier die eine Seite aus dem Steuerbescheid und hier ganz speziell sehen wir, die Festsetzung der Einkommensteuer ist gemäß Paragraph 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO, das ist die Abgabenordnung, vorläufig hinsichtlich. Und da ist als erster Strich Abzug einer zumutbaren Belastung. Das ist wahrscheinlich für viele Rentner auch ganz, ganz wichtig, weil ja immer bei diesen ganzen Krankheitskosten eine zumutbare Eigenbelastung angerechnet wird. Auch in dieser Hinsicht ist der Steuerbescheid erstmal vorläufig. Aber der zweite Punkt ist für uns heute entscheidend. Er ist vorläufig hinsichtlich Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der Basisversorgung. Also Basisversorgung sind die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus den landwirtschaftlichen Alterskassen, aus den betrieblichen Versorgungseinrichtungen und eben diese Rürup-Rente. Ja, und dann kommt ein wichtiger Hinweis, den wahrscheinlich keiner beachtet oder ihn sich mehrmals durchliest und trotzdem nicht versteht. Also so ging mir das am Anfang, wo ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe. Da steht dann, benötige ich weitere Unterlagen von Ihnen. Von Amts wegen kann ich Ihren Steuerbescheid nicht ändern, weil mir nicht alle erforderlichen Informationen vorliegen. Also das ist mit Logik überhaupt nicht zu verstehen. Auf der einen Seite brauchen die Rentner keinen Einspruch einlegen. Auf der anderen Seite kann der Steuerbescheid aber nicht von Amts wegen geändert werden. Ja, und hier in dem unteren Absatz ist eben erklärt einiges zu der Vorläufigkeitserklärung. Es ist natürlich kein alltägliches Deutsch. Man muss sich das mehrmals durchlesen, um das überhaupt zu verstehen. Aber ganz unten der Satz, sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs diese Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts wegen vorgenommen. Ein Einspruch ist daher insoweit nicht erforderlich. Also, dass ein Einspruch nicht erforderlich ist, das ist, wie gesagt, dem Bund der Steuerzahler zu verdanken und ein großer Fortschritt. Aber wenn wir uns an das vorige Bild erinnern, wo dann steht, wichtiger Hinweis, benötige ich weitere Unterlagen von Ihnen, von Amts wegen kann ich Ihren Steuerbescheid nicht ändern, weil mir nicht alle erforderlichen Informationen vorliegen. Ja, liebe Zuschauer, wie will man das nun nachweisen? Also, ich habe mir da einiges durch den Kopf gehen lassen. Ob das nun wirklich so einfach ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt man ja, bevor man den eigentlichen Rentenbescheid bekommt, immer eine Renteninformation, so jährlich alle 2 Jahre, also einige Jahre vor Rentenbeginn, um sich zu informieren. Da steht dann drin, wenn Sie weiter so und so viel einzahlen, dann beträgt Ihre Altersrente voraussichtlich so viel, wenn Sie erwerbsgemindert werden sollten, dann so viel und so weiter. Und auf der Seite 2 dieser Renteninformation
Da findet ihr Zahlen, da steht dann drin, wie viel Rentenversicherungsbeiträge von jedem Einzelnen, also von dir persönlich eingezahlt wurden, wie viel der Arbeitgeber eingezahlt hat und wie viel ja von anderen eingezahlt wurden, zum Beispiel von der Krankenkasse oder von der Agentur für Arbeit. Also ich habe mir das für mich so einfach ausgerechnet. Ich habe meine eingezahlten Beiträge, wie vorhin erläutert, genommen, habe den Rentenfreibetrag aus dem ersten vollen Rentenbezugsjahr genommen und das dann dividiert. Also meine eingezahlten Beiträge wären, wie ich vorhin gesagt habe, nach 10,4 Jahren verbraucht. Ja, und wie das nun, wie will man das nachweisen? Statistische, voraussichtliche Lebenserwartung, also ist schon ganz schön makaber. Ob es letztendlich so einfach sein wird, wenn dann irgendwann ein Urteil gesprochen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solltet ihr eure Unterlagen gut aufheben. Also ich weiß das aus meiner Praxis, dass viele das Alte alles wegschmeißen und immer nur die letzte Anpassung aufheben oder den letzten Bescheid. Aber in den Rentenbescheid, in den Anpassungen steht nicht drin, wie viel ihr im Laufe eures Arbeitslebens eingezahlt habt. Und dazu ist eben diese Renteninformation ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit diesem Video weiterhelfen konnte. Sind Fragen oder Meinungen oder irgendwas, bitte hier unten in die Kommentare schreiben und dann werden wir ja heiß diskutieren bei diesem spannenden Thema.